Die Umfrageergebnisse zum Currywurst-Gate sind da und nun haben wir es, das Worst-Case-Szenario. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal mit einer kurzen Meldesendung hier. Quasi geht es darum, dass ich euch ja in dem Currywurst-Gate-Video darum gebeten habe, darüber abzustimmen, wie wir mit der Currywurstbude, dem limitierten Set, was ja auf 3000 limitiert war, umzugehen, da ja bei dem ursprünglichen Verkaufsstart von Kiddicraft so einiges ein bisschen schief gegangen ist. Und außerdem hatte ich mich auch einfach verschätzt, wie hoch die Nachfrage dabei bei diesem Set war und dass viele traurig zurückgeblieben sind. Wir hatten das Set auf 3000 limitiert und es war halt innerhalb von 5,5 Stunden ausverkauft. Und durch die Anlaufschwierigkeiten bei dem Shop sind selbst die direkt am Verkaufsstart dabei waren, teilweise nicht zum Zug gekommen. Und da gab es ja dann auch ein bisschen Mailverkehr zwischen uns und der Community. Und deswegen hatte ich euch im letzten Video gefragt, wie sollen wir da verfahren, und habe da eine Umfrage zugestartet, die von eurer Seite wirklich zahlreich quasi genutzt worden ist. Es haben insgesamt, Stand Samstag 17 Uhr, und damit ist das Ganze jetzt beendet, 8.278 Leute auf die Frage geantwortet, die da lautet: Wie sollen wir denen, die leer ausgegangen sind, die Möglichkeit auf ein Currywurstbuden-Set geben? Und die Antwortoptionen waren: die Limited Edition aufstocken, also unverändert, wie die schon war, und ab 3001 weiterzählen mit der bedruckten Fliese dabei, einfach um halt die Auflage zu erhöhen. Option 2 war eine Second Edition auflegen mit leichten Änderungen, aber auch wieder als limitiertes. Oder halt Option 3, die Currywurstbude als reguläres Set, also unlimitiert, mit anderen Figuren, also nicht mit dem Helden und mir, zum Beispiel Uschi und Kunde, auflegen und Thomas und Thorsten, also meine Wenigkeit und den Held der Steine, als extra Kiddies Pack für einen optionalen Zukauf anbieten. Oder halt die Option 4 war, einfach sein lassen, wer nichts abgekriegt hat, hat Pech gehabt. So, von diesen 4 Optionen wurde reichlich Gebrauch gemacht. Jeder, der die Umfrage angeklickt hat, hat auch geantwortet. Und ich gehe jetzt einmal in der Reihenfolge durch, in der die geringsten Zustimmungsergebnisse bei den Antworten waren. Und die geringste Zustimmung hat die Option 4 bekommen. Und zwar haben 13,72%, also 1136 Leute gesagt: Nö, das ist jetzt durch das Thema, wer nichts gekriegt hat, hat Pech gehabt, aus die Maus, kommt klar mit eurem Leben. Das war die mit der geringsten Zustimmung. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass über 86% der Leute, die auf die Fragen geantwortet haben, gesagt haben: Nee, wir möchten schon auf irgendeine Art und Weise hier doch noch, dass das Set irgendwie nochmal wieder auf den Markt kommt, dass man nochmal die Chance hat, es zu bekommen. Dann war die zweitwenigste Zustimmung bei der Antwort die Option 1, die Limited Edition einfach aufstocken, unverändert ab 3001 weiterzählen. Das waren 13,94%, also 1154 Leute, die diese Option gerne gehabt hätten. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Option am allerwenigsten gut finden würde, weil es unfair gegenüber den Leuten gewesen wäre, die halt jetzt hier als Supporter-Set für 30 € dieses Set gekauft haben. Und von daher war ich da auch wenig begeistert von, und wie man sieht auch hier der Großteil der Community nicht. Die zweitbesten Zustimmungsergebnisse mit 14,74%, das heißt 1220 Leute, haben gesagt, es wäre schön, wenn es eine Second Edition geben würde mit leichten Abänderungen, aber weiterhin halt irgendwie limitiert oder so. Und damit ist der Gewinner die Option 3. Es hat sich in den Kommentaren, die ja reichlich unter dem Video auch abgegeben worden sind, schon abgezeichnet, dass die meisten dafür tendieren. Und zwar waren es insgesamt 57,6% der abgegebenen Stimmen und damit 4768 Leute, die sich für die Option ausgesprochen haben. Macht eine Currywurstbude mit anderen Figuren drin, also die Uschi heißt ja Uschis lecker Currywurst, hinter dem Tresen, einem generischen Kunden vorne vor, und macht ein extra kleines Kiddie-Set, wo halt der Held und ich nochmal in anderem Design, als wie es da in der ursprünglichen Variante drin ist, auflegen. Hat das jetzt noch Sinn gemacht vom Satzbau her? Ne, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch egal. Also Fakt ist jedenfalls, die meisten Leute haben hier dafür gestimmt
und dem werden wir auch folgen. Es wird die Currywurstbude ein zweites Mal geben, allerdings abgewandelt, nicht limitiert als reguläres Set. Es wird auch so in das ganz normale Kiddycraft-Sortiment übergehen. Die wird aber auch geändert sein. Zum einen wird das Blau oben am Dach geändert, unten der Sockel kriegt eine andere Farbe. Der Tresen wird nicht mehr in Dark Tan sein, sondern wird in Silber sein und der Stehtisch nicht mehr in Schwarz, sondern in Rot. Außerdem hat sie keine Nummerierung mehr, ne? Also diese 1x4 Fliese, wo die Nummerierung drauf ist, 1 von 3000, 238 von 3000 etc. pp. wird nicht dabei sein. Und auch das Schild an der Seite, wo dieses Motiv hier von mir drauf ist, das wird geändert. Da wird ein generischer Currywurst-Servierer draufkommen. Sieht dann so aus hier. Einmal das Motiv, was auf dem Ausdruck kommt, und die ganze Frittenbude wird dann so aussehen. Als Mannequins dabei, als Kiddies, wird es dann geben die Uschi, die dann in einem Koch-Outfit sein wird. Also ein weißes Oberteil, rot abgesetzt, rote Hose. Und als Kunde werden wir einen Handwerker haben, der gerade da zu Mittag vorbeischaut in einer weißen Latzhose, also ein Maler oder irgendwie sowas. Und es wird die erste Figur sein, die eine dunklere Hautfarbe hat von den ganzen Kiddies, die es bis jetzt gab. Haben wir da jetzt umgesetzt, das haben wir mit Pandos absprechen können, dass diese Figur eine dunkle Hautfarbe bekommt. Ja, und somit sind wir da auch wieder einen Schritt, den wir abhandeln wollten, hier in 1 auch mit durch. Das habt ihr möglich gemacht, dadurch, dass ihr so unfassbar toll die ganze Sache unterstützt hier. Und dadurch haben wir jetzt ein Startkapital, mit dem wir die Marke Kiddycraft weiter ausbauen können und hier auch dann in dem Bereich was machen können. Weil bis jetzt hatten wir alle immer nur eine Hautfarbe, das waren Kostengründen, aus Kostengründen. Und jetzt haben wir aber so viel vom Crowdfunding her bekommen. Wir haben es ja weit über die 200.000 weggebracht. Die aktuelle Zahl weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber wir sind jetzt so bei 117, 118% der Summe. Und von daher können wir das jetzt hier schon realisieren, dass wir auch anfangen, andere Hauttöne da zu verwenden. Ja, und dann wird es halt noch ein Set geben, wo einfach nur Thomas und ich drin sind. Und zwar in einem anderen Design, als es bei der ursprünglichen Currywurstbude war. Da hat Thomas ja einen graues Longsleeve an mit dem Erdmännchen-Logo hier in Blau. Und ich hatte ja quasi dieses T-Shirt als Longsleeve in Weinrot an. Und die neuen Figuren werden haben bei Thomas das Glitzer-Einhorn mit langärmlich. Und wir arbeiten gerade daran, dass die Druckerei, die das draufdruckt, es mit Glitzereffekt dann macht. Ne? Also das Glitzer-Einhorn glitzert. Dann ist wirklich so, keiner glitzert härter als Thomas in Kiddies-Format. Und bei mir wird es so sein, es wird ein braunes Longsleeve mit meinem Logo May the Brick be with you drauf, wird dann auf der Brust stehen. Und als Option werden ein zweites Paar Arme dabei liegen, weil eigentlich wollte ich ein kurzärmeliges T-Shirt haben, sodass man die Tattoos ein bisschen sieht. Das kriegen wir momentan leider drucktechnisch noch nicht hin. Deswegen wird dann ein zweites nackiges Paar Ärmel dabei liegen, so als wenn man hier die Ärmel abgetrennt hätte, wo dann auf beiden Seiten Tattoos auf den Armen sind. Das ist dann an euch, wie ihr es lieber dann stehen haben wollt, mit langen Ärmeln oder mit kurzen Ärmeln und Tattoos. Ja, das ist das, was jetzt kommen wird. Das ist das Ergebnis der Umfrage. Ich hoffe, dass die meisten von euch damit leben können. Wenn jetzt irgendeiner sagt, oh, damit ist das Set aber gar nicht mehr exklusiv, das will ich jetzt nicht mehr haben, dann finde ich das natürlich traurig zum einen. Und zum anderen habt ihr natürlich die Möglichkeit, dann vom Kauf zurückzutreten. Gar keine Frage, das Geld wird dann sofort zurückerstattet. Ja, dann braucht ihr das natürlich nicht abnehmen. Würde mich traurig stimmen, weil ich hoffe, dass die meisten das nicht gekauft haben, weil es limitiert ist, sondern um uns hier halt zu unterstützen. Aber das liegt an euch, das ist eure Entscheidung. Dann hatten wir hier Fragen zu dem T-Shirt hier. Zum einen bei denen, die halt eine der 99 Platinum-Sets abgegriffen haben, wegen den T-Shirt-Größen. Ich habe jetzt noch einen Hersteller gefunden, der das bis 5XL macht. Größer habe ich leider nirgendwo gefunden, also bis 5XL können wir es verwirklichen. Auch für die, die es einzeln kaufen wollen, gibt es bei mir in meinem Merch-Shop johnnys-shop.de. Da gibt es die Shirts einmal in der bis 3XL, ein bisschen günstiger und dann in der besseren Qualität bis 5XL dann für 22,99. Und es gibt auch noch hier die Tasse und noch andere Sachen, auch von Kiddycraft mit dem Patent drauf und sowas. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Da gibt es ein paar schöne Sachen für Leute, die halt noch ein bisschen Kiddycraft oder Johnnys Merch haben wollen. Werdet ihr da definitiv fündig werden. Ja, ansonsten würde ich mal sagen,
habe ich euch jetzt hier hinreichend informiert. Das Ergebnis, die PDF-Ergebnis werde ich hier als Download unten nochmal bei WeTransfer reinstellen. Das könnt ihr euch gerne runterladen, wenn ihr mögt, und könnt euch nochmal angucken, ob ich euch hier auch nicht angeschwindelt habe. Und ja, wir werden dementsprechend verfahren. Wir werden dann jetzt halt das als reguläres Set dann auflegen und wir werden schauen, dass wir das Ganze zu Montag im Online-Shop, im Vorverkaufsshop, ne, also bei kittycraft-.store dann auch online haben, dass ihr das auch schon vorbestellen könnt. Hatte ich die Preise schon gesagt? Die Currywurstbude, also die heißt ja dann nicht mehr Currywurstbude, sondern Uschis Wurstbude, wird 15,99 € kosten und der Doppelpack mit Thomas und mir drinne liegt bei 6,99 €. Wie schon gesagt, werden reguläre Sets werden, unlimitiert. Die Wurstbude wird auf alle Fälle auf lange Sicht im Sortiment bleiben. Das Kiddies Pack wird auf alle Fälle auch erstmal unlimitiert sein. Das heißt, das könnt ihr so viel bestellen, wie ihr wollt. Und das wird natürlich dann früher schon mal auslaufen, weil sich das nicht ganz so lange hält. Und dann legt man hinterher bei irgendwann mal was Neues dann wieder nach. Ach, es waren übrigens noch ein paar Fragen zu den Sachen, die bei dem Platinum-Set dabei waren. Wie schon gesagt, das T-Shirt könnt ihr einzeln bestellen. Die Erdmännchenfigur mit dem Cape von Thomas und den Goldtaler von Thomas, den könnt ihr bei Thomas selber kaufen. Dafür müsst ihr allerdings nach Frankfurt fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das demnächst auch irgendwo online zu kaufen gibt. Kostet da jeweils 5 €. Ist natürlich immer eine Reise wert. Vor allem, wenn dann hinterher die Sets ausgeliefert werden, kann man damit natürlich schön zu Thomas hinfahren, die beiden Teile noch dazu kaufen, sich das Ganze nett unterschreiben lassen. Ist auch eine tolle Option. Es ist immer eine Reise wert, bei Thomas vorbeizuschauen. Da stehen dann wirklich, das ist halt ein Bild, vor dem kleinen Laden steht eine Schlange an Menschen, die darauf warten, dass sie nach vorne können, um zu kaufen. Und untereinander wird die ganze Zeit gequatscht. Ne? Das ist wie auf dem Motorradtreff. Benzingespräche sind dann da, Klemmbausteingespräche. Es ist total witzig, tolle Stimmung. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hatte einen Riesenspaß, als ich da war. Ja, so, ich glaube, damit haben wir das Ganze. Wenn ihr noch Fragen habt zu der ganzen Aktion, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was euch noch auf der Seele brennt. Ich versuche darauf zu antworten. Gebt mir gegebenenfalls ein bisschen Zeit. Und ja, ich danke euch für eure Zeit. Ist schon wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Wir hören und sehen uns dann demnächst hier mit dem nächsten Teil von, wenn es euch denn interessiert, hier von dem großen Kobi-Tiger, wo ich gerade dran bin. 8000 Teile, ganz schöner Moppel, macht aber eine Menge Spaß. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss.